Herzlich willkommen bei Krug. Das mal mit einem anderen Video. Wir stellen das mal kein Fahrzeug vor, sondern wir stellen ein Chassis vor, dass unsere Kunden einmal wissen oder unsere Interessenten, was wir da eigentlich leisten, wenn die Kunden über uns ein Chassis ordern. Wir stehen jetzt hier vor dem Kundenfahrzeug selber. Das haben wir komplett verkauft, also LKW-Fahrgestell inklusive Box drauf. Ja. Ist hier auch ein Projekt, wo relativ viel Spezialsachen mit reinkommen sind, wo der Kunde gesagt hat, er möchte dies und das und jenes. Also wir stehen hier vor dem Arox 3353, ja, 12,8 Liter, 530 PS mit dem OM 471er Motor drin von Mercedes. Klar, mit allen Sachen, Automatik etc., was man so braucht. Ja. Man sieht jetzt schon hier in der Front, Kunde wollte relativ viel in Schwarz, was geht, ja, also Lampengitter in Schwarz, Schäkel in Schwarz, da komme ich dann auch noch ein wenig so mit dazu, den Kühlergrill in Schwarz, also da wurde wirklich viel Augenmerk auf Optik gelegt. Ja. Da war es so, wir haben in Zusammenarbeit, das ist also so ein Projekt, wo ich noch gemacht habe, in Zusammenarbeit mit dem Kunden einmal die Chassis-Konfiguration gemacht, das heißt, was er von Mercedes wollte, was Mercedes liefern kann, plus relativ viel Sachen im Nachgang, wo wir über einen Fahrzeugumbauer machen haben lassen. Ich würde sagen, wir schwenken da jetzt einmal rüber. Ja. Ich werde jetzt hier wenig verlieren. Er hat Ledersitze drin mit Luft, Belüftung, Sitzheizung etc., Klimaautomatik. Also das Ding ist wirklich volle Lotte. Auf was wir verzichtet haben, sind die Mirrorcams. Wir sind auf normale Spiegel gegangen. Wie gesagt, wären Mirrorcams auch möglich gewesen, aber das war jetzt hier nicht zwingend notwendig. Jetzt sind wir mal beim Chassis. Selber, wo man also sieht, wir haben hier durch den Fahrzeugumbau umbauen lassen auf eine Doppeltankanlage, 2x290 Liter, also die ist so von Mercedes selber nicht lieferbar, das muss immer im Nachgang passieren und das sind auch diese Sachen, wo wir uns drum kümmern, ja, und muss ja wirklich dazu sagen, wir haben jetzt ein paar Projekte gehabt, wo die Kunden das selber gemacht haben, wo dann viele Sachen nicht so sind, dass wir aufbauen können, ja, darum ist es wirklich von Vorteil, wenn wir uns darum kümmern, weil wir dann auch in der Verantwortung sind. Wie gesagt, hier Doppeltankanlage mit manueller Tankumschaltung, 2 Kraftstofffilter, die Kraftstofffilter relativ gut zugänglich, ja, also die manuellen Filterpumpen, man sieht sie hier, dass das einfach stimmig ist. Es wurde hier dann schon beim Umbauer, haben wir dann zusätzlich noch gleich unsere Modulkonsolen montieren lassen, dass wir im Nachgang nicht nochmal was aufmachen müssen. Und das Fahrgestell hat wirklich viel Sachen drin, da wo man Augenmerk drauf legen muss. Es ist so, der Kunde möchte einen relativ schweren Heckträger für einen Quad. Es ist aber so, der Heckträgerbauer, ja, das machen wir nicht selber, das lassen wir auch woanders, kaufen wir zu oder lassen es woanders montieren, schreibt vor, es muss eine Fahrgestellversteifung in diesem Chassis erfolgen. Ja. Und es ist so, du kannst bei einer gewissen Radstandslänge kannst du die Chassisversteifung nicht bei Mercedes mit dazu bestellen. Das heißt, diese Chassisversteifung musste extra beim Fahrzeugumbau gemacht werden. Das heißt, es wurde alles zerlegt, zusätzliche Profile innerhalb des Rahmens eingelegt, wieder verschraubt und dann der komplette Rahmen lackiert. Also wir reden hier wirklich über Sachen, das musst du wissen. Ja? Also das kann auch ein normaler Interessent, Laie nicht wissen. Ja? Und wenn das nicht drin ist, gibt es im Nachgang Probleme. Ist auch so, es ist ein 4,20 Meter Radstand, also es wird ein relativ knackiger, cooler 6x6. Ja. Kommt eine 6,60 Meter Box drauf, eine Custom Box, also es wird ein 2-Personen-Grundriss. Ich bin mit dem Kunden viel in Kontakt, ja. Mittlerweile kann man schon fast sagen freundschaftlich. Ja. Also alle herzlichen Glückwunsch, Gerald, nochmal zum coolen Fahrgestell. Wie gesagt, und da sieht man jetzt, das Fahrgestell kommt jetzt rein. Wir fangen jetzt langsam mit den Vorbereitungsarbeiten an, um, wenn das Modul, sagen wir jetzt dann irgendwann kommt, dass wir verhochzeiten können. Da ist natürlich jetzt immer nur viel Arbeit, der Durchgang muss nur rein, etc. Da war es auch so, wir haben das Heck einen Teil verlängern lassen müssen, damit es für einen Heckträger passt, ja, plus die Quertraverse reinrutschen. Also es sind hier wirklich viele Sachen. Auf was ich eigentlich mehr so da raus will, ja, wenn ein Kunde sagt, ich möchte eine Box und ich möchte ein Fahrgestell, kann er sich da jederzeit auch wirklich an uns wenden, weil er hat da Vorteile. Ja. Also man spart sich nichts, weil wir haben jetzt hier einen Kunden, das Fahrzeug wird auch verfilmt werden, da war es so, da mussten wir nochmal nachträglich viele Sachen ändern, ja, weil es einfach nicht gepasst hat, ja, weil wir nicht aufbauen konnten, weil der Heckbereich nicht so war, dass für uns die ganzen Anbindungen passt haben mit unserer Entleerung von den Tanks etc. Und das sind lauter so wichtige Sachen.
Da sieht man jetzt zum Beispiel, da wurden auch die Schäkel vorn und hinten nachgerüstet. Auch selbes Thema, sollte alles in schwarz sein, ist schwarz gepulvert. Wie gesagt, diese ganze Optik zieht sich wirklich so durch. Er wollte einfach, was geht in schwarz. Gewisse Sachen sind nicht gegangen, weil ich die von Mercedes einfach nicht in schwarz kriege. Wenn jetzt auch viele sagen, warum hier die Seite hier frei ist, ja, also hier ist zum Beispiel so, hier kommt von uns noch die automatische Außentreppe mit hin, ja, das ist dieser Bereich hier. Dann kommt noch meine Staukiste hin und da zum Beispiel auch so ein Gimmick. Wir haben nachträglich die komplette Auspuffanlage schwarz pulvern lassen. Also wie gesagt, diese schwarze Optik ist wie ein roter Faden durch das Fahrzeug. Ne? Und wie gesagt, von daher passt das alles. Sieht man Kardanwellen, Verteilergetriebe etc. Es ist eigentlich alles in schwarz. Achse in schwarz, also da war es sogar so, dass wir noch mehr ins Detail gegangen sind. Auslieferungszustand von Mercedes ist die Radnabe in grau. Ja. Gerald, habe ich dir ja schon gesagt, habe ich auf meine Kappe genommen, haben wir auch schwarz lackieren lassen. Also, dass wir wirklich, was geht, ja, in diese Optik reingehen. Ja, dann würde ich sagen, bin ich mit meinem Ding jetzt ein wenig so wieder am Ende. Ja. Es ist bloß einmal so ein kurzer Einblick, ja, dass ihr einmal also seht, ja, was ist an dem Fahrgestell alles dran, weil es ist nicht einfach nur ein Fahrgestell kaufen und dann baut man drauf. Also da gibt es wirklich viele Sachen, die man beachten muss, die auch wichtig sind, ja, weil diese Konsolenhalterung muss passen, die Tanks müssen passen, wir müssen aufbauen können, unsere Treppe muss hin. Ja. Und ich sage einmal, auch wenn das Fahrzeug vermeintlich, wenn man es selber kauft, billig ist, ja, wenn wir dann im Nachgang hier nochmal einen Fahrzeugumbauer herkommen lassen müssen oder den zum Umbauer bringen und dann gehen hier nochmal ein Haufen von Tausenden von Euros drauf, weil der nachträglich was raus oder reinstricken muss, ja, dann hat man ganz schnell nichts mehr verdient. Also macht es lieber vernünftig, ja, macht alles dann bei uns, ja, weil ich sage mal, dann passt das Konzept auch. Ihr könnt, wenn ihr selber irgendwelche Connections habt, könnt ihr das ja gerne selber machen, ja, aber dann sind wir halt, muss man halt einfach sagen, aus dem Thema heraus, wenn es nachher nicht passt, weil ja hier Drucklufttanks wurden innerhalb des Rahmens gesetzt. Da ist wirklich viel zu machen und man muss wissen, was man macht. Ne? Also das kleines Ding, ja, also da sieht man mal bloß so einen Schwenk, ja, nur kurz, nicht ins Detail bitte, weil das ist ja ein Kundendokument, wo halt so sieht, was wir hier alles machen. Ja. Oder hier, wo muss was positioniert werden. Ja. Und das stimmen wir halt alles mit dem Umbauer ab. Ja. Also von daher definitiv ein Pluspunkt, ja, wenn man das alles über uns ordert. Ja. Noch dazu funktioniert es dann auch. Ja, das ist jetzt einmal so ein Einblick, ja, was so ein Chassis ist. Also ich werde da noch ein paar, oder wir werden da noch ein paar Videos machen. Das ist jetzt hier halt, wie gesagt, mein 6x6. Ich würde einmal noch mein 4x4, dass ihr einfach mal ein wenig so seht, was ist. Und wie gesagt, da wird jetzt langsam angefangen. Da haben wir noch schön Luft, aber wir fangen jetzt halt an, dass wir wieder schön pünktlich in unserer Auslieferungszeit sind. Von daher, wenn Fragen sind, in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Ja, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.